Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein Rakelbild für euch und fange erstmal an, indem ich die Türkistöne, die ich dafür benutzen möchte, auf meine Leinwand auftrage. Dafür benutze ich diesen etwas breiteren Pinsel sowie ein Acrylmedium, also einen Verdünner sozusagen. Der verhindert, dass die Acrylfarbe zu schnell trocknet und bewirkt, dass die Acrylfarbe schön geschmeidig bleibt und sich gut verteilen lässt. Und da bemale ich jetzt einfach erstmal die unterste Schicht. Das Ganze hat auch gleich schon so richtig tropische Vibes, da hat man total Lust, in den Urlaub zu fahren. Und ich finde das auch wirklich cool mit diesem Acrylmedium, da kann man die Farbe viel gleichmäßiger auftragen. Ich glaube, den werde ich jetzt häufiger mal benutzen, weil ich finde den richtig gut. Das Bild lasse ich jetzt erstmal über Nacht trocknen und dann fange ich am nächsten Tag an, mir die Farben zusammenzumischen. Für den Sandton benutze ich ein Cadmiumgelb, ein gebranntes Umbra und ein Titanweiß. Und da mische ich mir erstmal so eine kleine Schicht von dem Acrylmedium mit dazu, damit es länger flüssig bleibt. Ich bereite hier auch schon mal den anderen Becher gleich vor, wo ich mir ein Blau zusammenmische, aber eins nach dem anderen. Für den Blauton benutze ich ein Titanweiß, das Pastelllila und ein Primärblue, also ein ganz normales Cyan. Ihr findet übrigens alle Infos und alle Materialien, die ich verwendet habe, auch in der Infobox. Da schaut gerne mal rein. Falls ihr mir eine Spende dalassen wollt, freue ich mich natürlich auch sehr. Da könnt ihr mir über PayPal was schicken. Der Link ist ebenso in der Infobox und auch der Link zu meinem Shop. Also ich verkaufe meine Kunst auch. Und wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch einfach mal vorbei. So, jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Für die zweite Rakelschicht benutze ich ein gebranntes Sienna. Das trage ich mir hier erstmal auf diese Kelle auf, die ich aus dem Baumarkt habe. Und da verteile ich das möglichst gleichmäßig erstmal mit meinem Malermesser drauf. Und dann ziehe ich das hier einmal so längs über die Leinwand. Ich übe dabei auch nicht allzu viel Druck aus, also ich mache das erstmal nur leicht, weil ich gucken will, wie sich die Farbe so verhält. Also ich würde empfehlen, erstmal nicht zu stark aufzutragen und dann kann man ja immer noch das etwas intensivieren.
Die Kelle muss ich natürlich zwischendurch auch sauber machen, weil da gleich das Hellblau drauf kommt. Aber erstmal werde ich das trocken föhnen, bevor ich dann die nächste Farbschicht auftrage, weil ich möchte nicht, dass es allzu sehr verschmiert. Also das ist jetzt hier ein bisschen später, nachdem ich das trocken geföhnt habe. Und da fange ich an, dieses Blau aufzutragen, was ich mir gemischt habe. Auf mein zweites Rakelwerkzeug mische ich mir jetzt erstmal so einen Leinenton und da mische ich mir einfach ein bisschen von dem selber zusammengemischten Beige noch dazu, damit der Farbton ein bisschen wärmer ist. Und da gehe ich einmal mit über die Leinwand. Das andere Beige ist ein Linen Grey, glaube ich, heißt das, aus von Sostrene Grene. Und ich habe das auch in der Videobeschreibung nochmal mit aufgelistet. Ich möchte jetzt auch so eine kleine Farbabstufung haben, deswegen benutze ich jetzt das selbst zusammengemischte Beige und gehe da auch nochmal mit drüber. Man sieht ja jetzt, dass hier so ein leichter Gradient entstanden ist. Ich benutze auch nochmal diese Glättkelle und mache ein bisschen von dem Blau wieder mit rein, damit das noch ein bisschen heller wird an den dunklen Stellen. Das Bild lasse ich jetzt erstmal über Nacht trocknen. Man kann es natürlich auch mit dem Föhn trocken föhnen. Und diese ganzen Farbtöne, die ich euch jetzt hier zeige, die findet ihr auch alle in der Infobox. Und die verwende ich jetzt für die nächsten Schichten. Da geht es nämlich jetzt auch ein bisschen bunter zu. Ich habe mir überlegt, dass ich so ein träumerisches, ein bisschen sommerliches Bild gestalten möchte, was aussieht wie so verwehte Blütenblätter oder so. Ich habe hier auch einen dunklen Grünton zusammengemischt aus einem Phthalo-Türkis, einem Ultramarinblau und dem gebrannten Umber. Und ich glaube, ich verwende hier auch ein Hookers Green. Ich mache das, um hier einfach noch mal ein bisschen Kontraste reinzubringen, dieses dunkle Grün, auch damit später diese Wiesenfarbtöne noch ein bisschen mehr durchkommen. Und die anderen Farbtöne, die ich da auch alle mit drin haben möchte, verteile ich jetzt erstmal mit so einem Malmesser. Dann habe ich hier auf das Rakelwerkzeug einen Titan-Buff aufgetragen und da gehe ich jetzt erstmal über die Farbschichten drüber. Das Titan-Buff ist nun mal kein Titanweiß, sondern wie so ein gebrochenes Weiß und dadurch wirkt die Farbe ein bisschen wärmer und eben nicht so kalt, als wenn ich jetzt Titanweiß verwendet hätte. Ich versuche auch immer noch diesen Gradienten so ein bisschen beizubehalten, dass ich halt eine Stelle habe auf der linken Seite, wo ein bisschen mehr los ist und auf der rechten Seite die Helligkeit, also dass es so einen leichten Farbunterschied von links nach rechts auch gibt, aber ich möchte es halt trotzdem gerne bunt haben. Man kann das Ganze natürlich auch komplett durcheinander gestalten, also da ist wirklich der Kreativität keine Grenze gesetzt. Man kann sogar auch mal richtig mutig sein und die Farbe einfach direkt auf die Leinwand auftragen, wenn man noch mal ein bisschen mehr Helligkeit ergänzen möchte. Ich mache das super gerne, dass ich das einfach da so draufkleckse
und dann mit dem Rakelwerkzeug nochmal da durchgehe und das ein bisschen zur Seite ziehe. Oben rechts sieht man nämlich auch so schön dieses intensive Türkis, was ich da nochmal mit eingebracht habe. Da kommt dieser leichte tropische Vibe auch wieder mit durch. Und auch dieses Pergament, was ich jetzt dazu mache, ist nochmal wie so ein leichter Sandton da drüber. Also dieses Warme möchte ich da halt unbedingt beibehalten, dass das Bild nicht zu kühl aussieht am Ende. Ja, mega schön finde ich natürlich auch dieses Grün, dieses Saftgrün, das gefällt mir total gut. Und hier habe ich auch noch mal ein etwas flüssigeres Weiß, was ich damit einbringe, damit die hellen Stellen einfach noch mal ein bisschen betont werden und noch mal einen Farbgradienten enthalten, damit das ganze Bild auch schön spannend aussieht und vielschichtig. Das Bild muss natürlich jetzt auch trocknen. Man kann es auch trocken föhnen. Ich habe das auch sogar ein bisschen angeföhnt und dann über Nacht trocknen lassen, einfach damit es schneller geht. Das Bild ist jetzt fertig. Ich habe es Floating Dreams genannt und ich finde, es bringt so ein bisschen die Fröhlichkeit der Natur im Frühling und Sommer rüber, wie so Blütenblätter am Meer. Blütenblätter, die von einer Wiese am Meer herüberwehen. Ich glaube, so trifft es das noch ein bisschen eher. Es ist auf jeden Fall mit einem leichten tropischen Vibe. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.